Ja, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Mittwoch, Auswahlorakel. Und wir legen gleich los. Ja, ich habe mir gedacht, wir machen mal ein Orakel in Blue. Und ich versuche meine blauen Karten auf den Tisch zu kriegen. Was natürlich wieder mal mit ein bisschen Rumsuchen verbunden ist. Also verzeiht mir. Habe ich die jetzt schon? Ich bin auch schon ein bisschen doof. Am frühen Morgen schon doof sein, ja. Auch das gibt's. So, ihr Lieben, jetzt seht ihr zwei identische Stapel und damit es eben noch ein bisschen spannender wird, lege ich jetzt natürlich auch zwei blaue Lennys drauf. Dann könnt ihr wählen. Also das eine sind die Botschaften, mit den Lennys haue ich noch was oben drauf zur Klärung oder zu mehr Tiefgang. Und ich kann mich schwer entscheiden, ich werde aber hier zu dieser Seite tendieren. Gucken wir mal. Ja, suchen und finden. Hier geht es darum, dass man vielleicht eine spezielle Thematik im Leben hat, wo man jetzt Ausschau hält und wo man durch diese Recherche auch genau das findet, was man braucht oder was zu einem kommen soll. Also man ist hier so ein bisschen auf Expeditionskurs und wir haben hier die Erneuerung gleich mit dran. Ne? Prüfe und bedenke, günstiges Ergebnis bei Überprüfung aller Fakten, Zeit, eine neue Richtung einzuschlagen. Also, hier möchte sich was aufzeigen, das neu in dein Leben kommen will oder das so eine Art Restaurierung braucht. Du sollst halt hier genau gucken, was Fakt ist, ne? Und auch gucken, der Ist-Bestand, wie sieht es gerade jetzt aus, wo braucht etwas eine Erneuerung und wo hat sich was Gutes gezeigt, was macht man weiter, ihr kennt es ja, never change a running system. Und trotzdem soll es hier darum gehen, dass man etwas findet, was zur Erneuerung dient. Also wagt euch ein bisschen raus, denn hier ist hinter den Kulissen schon Hilfe unterwegs, auch wenn man es jetzt noch nicht so ganz erkennt. Heißt auch Suche nach Zeichen, ja? Suche nach Inspiration. Bleibe im Vertrauen, dass du das schaffst und dass du das, was du erneuern möchtest, gut anpacken kannst. Ja, erneuern und Wandlung, wie passend, ne? Hier geht es auch darum, dass man eventuell auf ein Geschenk des Lebens verzichtet, weil man sich nicht wandeln möchte oder weil man sich den Wandel oder das Hinzunehmen von irgendwas nicht zutraut oder man denkt, man hat jetzt nicht die Kraft dazu. Aber hier gehört es mit in die Legung, dass man offen ist für alle Geschenke des Lebens, die durch Kraft der Wandlung zu mir kommen wollen. Also ich sehe es nicht als lästig oder als Ballast, sondern
Hier wird sich was Schönes auftun und du wirst unterstützt. So, mit Sonja kriegen wir heute noch einen Gruß von der anderen Seite, von irgendjemand, der schon dort ist. Und der Gruß heißt: Ich bin glücklich und im Frieden. Ich liebe dich, sorge dich nicht um mich. Gucken wir mal ein bisschen spezieller. Die Blumen, die Geschenke des Lebens. Ne? Also was du hier suchst, wirst du finden und es wird dir dienen. Es wird dir auch nicht schwer gemacht, weil das Geschenk, das kriegt man einfach überreicht. Die einzige Aufgabe da drin ist es zuzulassen, dass sich etwas erneuert und dann wieder gute Früchte bringt. Ja, hast du den Schlüssel des Gelingens, ja? Mit diesem, was du hier suchst, kannst du dir neue Türen öffnen. Hier kommt ein Erfolg, hier kommt eine Möglichkeit und es ist auch eine sichere Sache. Vielleicht auch der Hinweis, erst zugreifen, wenn du dich sicher fühlst, diesen Schlüssel auch zu benutzen. Vertrauen, ja, vielleicht auch eine andere Person, die dir hier mitgeschickt wird. Oder auch so eine Sache, die du aufgrund deiner Lebenserfahrung jetzt schon mit im Programm hast, dass du eben genau weißt, was du hier möchtest und was nicht mehr. Und dass du hier in diesem Vertrauen Wandlungsprozesse zulässt, die dir irgendwelchen Mangel auch wegnehmen. Ne? Also hier geht es darum, etwas aufzufüllen, wo mau ist. Es kann eine emotionale Sache sein. Und damit irgendwie einen Neubeginn anzustreben. Etwas Kleines, was wieder wachsen darf. Also das geht darum, ein Loch aufzufüllen. Etwas, was nichts einbringt, zu verabschieden. Und dann dieses Rundum dazu suchen. Was könnte ich in dieses Loch tun, damit es wieder neue Wurzeln und Samen bringt, sozusagen. Die Sense bringt uns irgendwo einen Erfolg. Vielleicht müssen wir auch plötzlicher agieren, als wir es gerne würden. Ein Stückchen weit auch Ernte ist zu sehen. Aber hier darf man ruhig tatsächlich auch das weglassen, wo man denkt, nee, da ist nichts zu holen, da ist nichts, was mich auffüllt. Unten haben wir noch den Brief, das Haus. Also hier geht es darum, dass ihr auch kommunizieren dürft, mit anderen euch austauschen könnt, das Umfeld mit einbeziehen. Ich denke, das, was hier gesucht oder gefunden werden muss, ich habe jetzt hier nicht den speziellen Bereich Arbeit oder so, aber das Haus ist halt auch die Umgebung, das, was um einen rum ist, vielleicht auch tatsächlich Wohnumfeld, Häuslichkeit. Verbunden natürlich auch mit verbindlichen Angeboten, die hier reinkommen, die einen Neubeginn ermöglichen. Hier sind kleinere Schnitte zu machen. Das darf man. Man hat hier die Wandlung mit den Blumen. Also das, was du hier weglässt oder da, wo das Loch ist, das du nicht auffüllen kannst, was dir nichts einbringt. Wenn du das voll ganz weglässt, dann hast du hier wirklich eine Möglichkeit, einen Erfolg einzuheimsen, der dich sehr beglücken wird. Das lassen wir hier mal so stehen. So, dann nehmen wir die andere Seite. Was habt ihr hier Schönes? Ihr habt körperliche Veränderungen. Auf dieser Karte sieht man diese Wandlung, die Häutung. Hier hat der Schmetterling sein altes Kostüm mit in der Hand, ne, wo er rausgewachsen ist. Etwas passt nicht mehr. Und dann denkt man ja immer, vielleicht geht eine körperliche Verwandlung einher, die macht nicht schöner, aber hier in diesem Fall auf jeden Fall.
und hier darf diese alte Haut weggelassen werden und es ist völlig okay so. Es kann eben sein, es ist wie mit allem, ne? Alles verändert sich, so auch der Körper, und es soll hier irgendwie eine Aussage für dich sein, dass du irgendein altes Gewand auch zurücklassen kannst oder ja, eine alte Haut, die dich gedrückt hat. Dann hast du hier die 3 der Erde, die Macht der Kreativität, Anerkennung für qualitative, hochwertige Arbeit und sei ein Teamplayer. Hier darfst du ruhig deine Sachen so machen, wie du sie auch hinkriegst, mit deiner Körperlichkeit. Vielleicht ein bisschen die Kreativität mit einbeziehen. Und du hast ja auch die Möglichkeit tatsächlich, dass das, was du bietest, angenommen wird. Hier unter Umständen mit der Möglichkeit, mit mehreren Menschen zusammenzuarbeiten, die dich vielleicht auch ein bisschen entlasten können. Und du sollst einfach ein Teamplayer sein, weil so das kreative Potenzial mehr an die Oberfläche kommt. Wir haben das Thema Musik, das passt sehr schön zu der Macht der Kreativität. Zur Schwingungsveränderung natürlich auch, und hier als kleiner Tipp, ne, um schnell zu manifestieren, denke an deinen Wunsch, während du singst, summst oder musizierst, weil da natürlich die Schwingung enorm anders ist. Kreativität in welchem Bereich auch immer macht eben auch frei und fröhlich, und ja, lass etwas, was deine Hand oder dein Mund, egal was, wo du deine Kreativität entleerst, lässt eine Spur auf dieser Welt. So, es könnte sein, dass du denkst, ja, ich fliege jetzt mal ganz hoch und ich stecke mir ganz hohe Ziele, und andere denken vielleicht, das ist aber bedrohlich, vielleicht könnte da dies oder das dahinter stecken. Also lass dir das nicht nehmen, du darfst ja nach den Sternen greifen und auch andere inspirieren, sich nicht kleinkriegen zu lassen. Bei dir sind von der liegenden 8 die Ahnen als Thema mitgekommen. Hier geht es um das Erbe der Ahnen, um das Erbe der Vorfahren, die immer um dich rum sind, weil du ja die Geschichte lebst. Und hier kommt jetzt auch Unterstützung für dich in dein Leben. Vielleicht hast du hier auch irgendetwas mit an Bord, was sich im kreativen Bereich schon durch die Familie zieht und du es gut nutzen kannst für dich jetzt, was dir vielleicht gut zugute kommt, weil du irgendwie eingeschränkt auf eine Art und Weise bist. Also ich gebe mal ein Beispiel. Du hast jetzt hier zum Beispiel Rückenauer, ne? Und hast einen körperlichen Beruf. Und wenn du hier jetzt abgibst und ein Teamplayer bist, hast du hier vielleicht die Möglichkeit, mehr im kreativen Bereich zu tun, damit man dich da entlasten kann. Also das ist irgendwie schön. Es passt sich dann deiner körperlichen Veränderung an, was hier kommt. Und lässt dich dann auch wieder hochfliegen, anstatt dich runterzudrücken, dass es jetzt so ist, wie es ist. So, bei diesen Mannys haben wir natürlich die Möglichkeit, eine Zahl zu kriegen, wenn wir eine kriegen. Ja, es geht um dich selbst. Um dein Potenzial und das, was du mit deinem Potenzial anfängst. Und es gibt Entscheidungen für dich. Du wirst auf Möglichkeiten oder Chancen hier gestoßen, die du annehmen kannst. Also es entstehen auch hier neue Wege. Ich habe so das Gefühl, dass du dich mit diesen Wegen sehr erleichtern kannst. Und du hast vielleicht gedacht, es wird schwierig, aber es wird im Gegenteil, es wird leichter dadurch.
beziehe auch irgendwie kreative Entscheidungen hier mit ein, ja, in deine Wahlmöglichkeiten. Also gucke mal da, wo Leute sind, die dich auch entlasten, wo dich Leute ein Stück weit des Weges mitnehmen und wo du auch dieses Vertrauen hast in dieses, ich kann trotz allem hochwertig und qualitativ sein, auch wenn ich irgendwo eingeschränkt bin. Hier fallen schon die Neubeginne, die Dinge, die man neugierig mit den Augen betrachtet, wo man naiv auch wieder drauf zugeht, wo man seine kindliche Freude dran hat. Die Sonne verspricht dir hier natürlich sehr gutes Gelingen, auch auf deinen Wegen. Ja, und es kommt etwas in Bewegung, es kriegt etwas, eine sehr schöne, flüssige Energie hier mit. Eine Energie, wo du vielleicht auch selbst wieder mehr zur Energie kommst. Das Außen spielt eine Rolle noch mit. Also da werden dich andere auch inspirieren. Da geht es darum, sich zu zeigen, gesehen zu werden. Und von den Zahlen haben wir hier einige. Moment, ich muss rechnen. Ja, und das ist jetzt gerade extrem spannend. Also wir haben mit der 22 die 400, mit der 13 die 40, mit der 1 die 1 und mit der 20 die 200. Und wenn wir da die Quersumme draus machen, kommen wir tatsächlich auf die 11. Die 11 ist eine Meisterzahl, ne? Da geht es um besondere Aufgaben, um außergewöhnliche Aspekte. Und hier tatsächlich geht es darum, Talente zu benutzen, Visionen aufrecht zu erhalten, um inneres Gleichgewicht zu bekommen. Und etwas, was man persönlich sehr gut kann, in die Hand zu nehmen und verantwortlich für sich zu sein. Und es geht sehr stark um das Nutzen deiner Talente. Also nicht, dass du die nur hast, sondern dass du sie auch einsetzt und dass du damit für dich ein anderes Gleichgewicht kriegst. Das ist echt super. Ihr Lieben, ich wünsche euch, es ist leider etwas länger geworden, einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch und bis morgen.